Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Commike. Heute wird in meiner neuen Gartenküche die Arbeitsplatte und der Trempel eingebaut. Ich habe die Elektrik in den letzten Tagen fertig gemacht und nun nähere ich mich langsam dem Finale. Ich werde meinen Grill in die Arbeitsplatte integrieren, ich werde den Seitenbrenner abbauen, werde den zusätzlich in die Arbeitsplatte einlassen. Die Seitenablage hier wird komplett verschwinden und wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze mache, wie ich diese Seitenwände stelle, die Arbeitsplatte und so weiter und so fort, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Nach mehreren Monaten Bauzeit wird es langsam spannend. Ich möchte heute die Arbeitsplatte aufbringen und gleichzeitig den Trempel von der Vorderseite einbauen. Das Ganze wird über Trockenbau laufen. Durch die Corona-Situation habe ich aktuell extreme Lieferschwierigkeiten und musste meine Pläne komplett über den Haufen werfen. Ich werde mit Metallständerprofilen, die ich wasserfest verpacke, hier eine Wand vorstellen, OSB-Platten davor bringen, von oben ebenfalls OSB-Platten, das Ganze gedeckt mit Fermacellplatten und eventuell Vinylfliesen oder echte Fliesen als Abdeckplatte oben drauf bringen. Sobald das passiert ist, wird an der Front ebenfalls ein Fliesenspiegel aus Feinsteinzeug oder Vinyl angebracht werden. Meinen Gasgrill, den Napoleon Phantom P500, werde ich in diese Nische einbauen. Er wird von vorne verblendet werden, so dass nur der obere Bereich bis hier zu den Deckeln sichtbar sein wird. Damit der ganze Grill in diese Nische hineinpasst, werde ich dieses Seitenteil demontieren, denn durch die große Ablageplatte werde ich es einfach nicht mehr brauchen. Auf der anderen Seite wird das Ganze ein wenig spannender, denn hier ist die Sissel Zone verbaut. Diese Sissel Zone werde ich ausbauen und den Seitenbrenner hier in die Arbeitsplatte einbauen. Ich habe bereits die Baupläne, um diese Zone in die Arbeitsplatte einzulassen, um dort eine Wanne zu montieren. Spannend wird allerdings der Anschluss vom Gasschlauch, den seht ihr hier unten, und des Kabels, denn hierbei handelt es sich um ein kanadisches Modell, sprich die Gewinde für eine Verlängerung und ähnliches passen einfach nicht mit dem deutschen System zusammen, aber auch da habe ich mittlerweile eine Lösung gefunden, um das Ganze hier einbauen zu können. Bevor es nun losgeht, werde ich erstmal Platz schaffen, werde mir das Material hier auf die Baustelle holen, meine Werkzeuge und als allererstes hier durch diese Wand noch eine Kernbohrung machen, damit der Gasschlauch und die Erdung für den Grill, für die Piezo-Zündung hier durch die Wand durchgeführt werden kann. Die Kernbohrung für den Gasschlauch habe ich durch die Wand gebracht. Ein langes Profil, ein UW-Profil, habe ich am Boden ausgelegt und den Abstand zur Wand ausgerichtet. Das Ganze wurde angezeichnet und nun kann ich mir die Abstände von der Wand bis hier, wo der Grill eingebaut wird, abmessen, kann das Ganze abschneiden und auf dem Boden befestigen. Mit Dübeln wird das Ganze und Schrauben im Boden verankert. Grundsätzlich kommt hier kein Wasser rein, aber um das Ganze zusätzlich zu schützen vor der Feuchtigkeit, werde ich von unten ein Teerband um die Profile herum aufkleben und zusätzlich die Schnittstellen mit Zinkspray bearbeiten.
Die Arbeitsplatte und den Trempel mit den Unterbauschränken habe ich nun soweit installiert. Die Platte liegt oben auf, ist fixiert an der Rückwand und hält bombenfest und damit auch die Vorwände. Hier werde ich meine Einbauschränke einbauen. Ich habe mir das Maß der Ständer hinter den Platten angezeichnet, damit ich hinterher weiß, wo genau ich meine Schränke einbauen kann.
Auf der Oberseite habe ich bereits damit begonnen, den Belag, den ich hier später aufbringen möchte, auszulegen, um mir ein Muster zu überlegen und vor allen Dingen auszurechnen. Es handelt sich hierbei um Vinylfliesen. Diese Fliesen sind feuchtigkeitsbeständig, bestehen mehr oder weniger nur aus Plastik, sind beständig gegen Abrieb. Das sind Fußbodenfliesen. Mit einem Messer sollte man nicht allzu sehr drauf rumschneiden, aber für die Zwecke, die ich hier verfolge, ist das wirklich das sehr gute Material. Das Fliesen bzw. die Fliesen liegen im Moment direkt auf der USB-Platte auf. Das Ganze ist mir noch ein wenig hart und da ich ursprünglich vorhatte, hier zu fließen, leider die Fliesen bzw. das Angebot doch sehr überschaubar ist, habe ich noch Fermacellplatten über. Ich werde die Fermacellplatten nun auf die Oberfläche, auf die USB-Platte noch aufbringen, werde sie hier aufschrauben, anpassen und auf die USB-Platte werde ich dann diese Vinylfliesen aufbringen. Bei den Fermacellplatten handelt es sich um die Wandplatten. Diese Platten sind für Feuchtigkeitsräume geeignet und sollten den Winter und die Luftfeuchtigkeit hier in der Gartenküche problemlos überstehen. Die Stärke der Platte ist 1 cm. Die Platten werden direkt auf die Oberfläche verschraubt. Das Ganze muss natürlich vorher gereinigt werden, dass hier kein Dreck drunter ist. Wenn ich die Platte jetzt umlege und einfach mal in die Tiefe schiebe, das Ganze bündig und auch hier bis an die Wand, zeigt sich natürlich, dass meine Mauer nicht so perfekt war, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe die Wand hier bündig, ich habe dort hinten die Platte ebenfalls anliegen und ihr seht hier, ich habe hier einen Spalt von gut und gern 3 cm. Dieser Spalt muss natürlich weg und dafür werde ich mir jetzt die Platte ausmessen, zurechtschneiden und anschließend kann ich sie montieren. Um die Platte auf das richtige Maß zu bekommen, habe ich sie bündig an die linke Wand angelegt. Nun werde ich den Abstand in der Wand ausmessen. Es sind dagegen knappe 4 cm. Dieses Maß werde ich jetzt auf der anderen Seite abtragen. Die Oberfläche der Arbeitsplatte ist mit den Fermacellplatten belegt. Die Platten selber habe ich noch einmal gereinigt und versiegelt mit einer Grundierung. Die Vinylfliesen habe ich mir bereits aufgelegt und mir ein Muster errechnet, denn das Ganze ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Die Tiefe meiner Platte liegt bei 75. Die Fliesen haben ein Maß von 61 x 61. Hier kommt ein Verschnitt zustande, das war mir klar. Allerdings sind diese Fliesen so gebaut, dass man sie nicht in jede beliebige Richtung einsetzen kann, sondern das Maß der Fliese, die Richtung, die Verlegerichtung, die ist immer vorgegeben, die funktioniert nur in eine Richtung. Ich habe mir daher von hinten her bzw. von der Kante aus das Maß genommen und werde die Fliesen so positionieren, dass sie knapp überstehen an der Vorderkante. Die Vorderkante werde ich dann abschneiden und hinten sich ein gleichmäßiger Spalt ergibt. Das Ganze passt hier auf der Südseite als auch auf der Südwestseite sehr gut. Wie ihr sehen könnt, habe ich das Ganze mal angezeichnet und der Fliesenspiegel bzw. meine Oberfläche ist in etwa parallel zur Wand.
Auf der anderen Seite klappt das nicht ganz so gut, denn dieser Winkel hier hinten ist nicht rechtwinklig. Wie ihr sehen könnt, ich habe das Richtscheit ausgerichtet am späteren Fliesenformat und hier habe ich bereits eine relativ große Lücke. Aber damit kann ich leben, damit muss ich leben. Ich muss das Ganze nun so auslegen, dass die Verschnitte, die sich hier oben ergeben, denn hier werde ich ja einen Teil einer Fliese abschneiden, werde dieses Stück nehmen, werde das hier oben einbauen und der ganze Rest, den ich nicht verwende, den kann ich einmalig hier einsetzen, aber der Verschnitt aller anderen Platten, der wäre im Moment Wegwurf und das möchte ich gerne vermeiden. Aus diesem Grund habe ich zum Beispiel das Ganze so berechnet, dass der Verschnitt, der sich hier hinten ergibt, also der größere Teil der Platte, der hier wieder angesetzt werden kann, dass dieser Verschnitt dann zum Beispiel auf der anderen Seite eingebaut werden kann. Ich werde nun die kleineren Stückchen, die hinten an der Wand entlang verlegt werden, zuschneiden, auslegen und danach die großen Platten bearbeiten. Das Verlegen der Fliesen ist relativ einfach. Die Fliesen haben ein Nutfedersystem, welches auf jeder Seite verschieden ist. Das Ganze passt also nur in eine Richtung. Die Fliesen werden ineinander gesteckt in einem 45° Winkel wie hier und dann kann ich sie einfach fallen lassen und die Fliesen sind bereits ineinander verbunden. Das Ganze ist wasserdicht. Das Ganze besteht ja aus Plastik, selbst wenn, wäre das nicht das Problem. Um die Fliesen zu schneiden, genügt ein scharfer Cutter. Mit dem werden die Fliesen angeritzt, durchgebrochen und nochmal sauber nachgeschnitten.
Der Trempel und die Arbeitsplatte sind soweit fertig montiert. Ich habe die USB-Platte als Unterlage genommen, die Permacellplatte und obendrauf die Vinylfliese. Die Fliese ist geklebt, nicht überall, aber das Ganze hält bombenfest, das habe ich schon getestet. Die Fugen sind dicht, auch das habe ich bereits testen können und ich muss sagen, von der Optik, ich bin durchaus begeistert, das sieht wirklich klasse aus. Die Schräge habe ich nun auch noch montiert, habe mir noch eine Leiste dahinter gezimmert, damit das Ganze hält, denn hier soll ja später eine Revisionstür eingebaut werden. In die Nische, in die der Grill kommen soll, habe ich ebenfalls ein Brett gestellt. Dieses Brett ist von der Rückseite aus verstärkt worden, denn hier vorne in die Front, ungefähr an diesen Markierungslinien entlang, soll eine Doppeltür eingebaut werden. Diese Doppeltür ermöglicht es mir, in den Grill einzugreifen, die Gasflasche zu bedienen und dergleichen, denn diese beiden Türen, die werde ich ausbauen und den kompletten Korpus vom Grill anschließend hinter dieser Wand verstecken. Diese Wand muss natürlich mobil bleiben, das heißt, ich muss sie herausnehmen können, falls ich mal die Fettwanne reinigen möchte oder den Grill einfach zur Reparatur oder was auch immer machen muss. Deswegen werde ich diese Konstruktion mit einer speziellen Halterung an den Seiten befestigen, so dass ich das jederzeit rausnehmen kann. Das seht ihr aber in einem meiner nächsten Videos. Was ihr auch in einem meiner nächsten Videos seht, ist der Einbau der Gastromöbel. Nach und nach treffen nämlich die Bauteile hier ein. Ich habe die Türen in verschiedenen Größen, ich habe eine Doppeltür, die dann hier vor den Grill kommen wird, beziehungsweise hier unterhalb vom Waschbecken. Ich habe eine kleine Tür, die direkt in diese Schräge hineinpasst. Und ich habe hier ein Einbaumöbel für den Gastrobereich und hier, das wird eine Überraschung werden, das könnt ihr euch gerne im nächsten Video anschauen. Dafür einfach unten auf Abonnieren klicken und schon verpasst ihr das nächste Video nicht. Ebenfalls nicht verpassen wollt ihr sicherlich den Umbau meines Gasgrills. Denn der Grill, so wie er hier steht, passt nicht in diese Nische hinein. Ich werde die Seitenteile demontieren. Das ist hier auf dieser Seite relativ einfach. Auf der anderen Seite wird das Ganze schon schwieriger werden, denn hier ist ja die Sizzle Zone verbaut mit Gasanschluss, mit dem Grillrosten und das Ganze soll hier drüben eingebaut werden. Ein wenig habe ich schon experimentiert mit einer Fliese, mit einer Platte, mit einem Metallgestell, was hier eingelassen wird. Ihr dürft also gespannt sein, was ich hier noch machen werde. Ich hoffe, das Video war unterhaltsam für euch. Ich habe mich riesig gefreut, dass ihr hier dabei wart und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Denkt an das Abo da unten, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Gerne schreibt mir unten in die Kommentare, wie denkt ihr über mein Projekt? Was für Ideen habt ihr? Was könnte ich vielleicht noch umsetzen? An was habe ich vielleicht überhaupt noch nicht gedacht? Würde ich mich riesig drüber freuen. Und natürlich schaut auch mal unter das Video in die Beschreibung, denn die Bauteile, die ich hier verwende, die verlinke ich euch da unten. Da könnt ihr das Ganze bequem nachbestellen. Gleicher Preis für euch und eine kleine Provision für meinen Kanal, damit ich weiterhin solche Videos produzieren kann. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal zum Einbau der Möbel. Macht's gut. Ciao.